Heute trainieren wir gemeinsam mit dem Lippenexpander. Das heißt, schnapp dir deinen. Hast du keinen? Auch mit einem Bleistift kannst du heute mitmachen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetentraining. Die Ansatzmuskulatur möchtest du trainieren und deswegen hast du den Lippenexpander besorgt. Hast du keinen, schnapp dir einen Bleistift, da kannst du genauso gut mitmachen. Also, du hast die Beschreibung gelesen und möchtest jetzt trainieren. Das heißt, deine Lippenmuskulatur stärken, stählern, damit auch in einer hohen Lage über einen längeren Zeitraum deine Muskulatur hält und du nicht mit dem Mundstück nach unten wegrutscht. Oder du möchtest deine Ausdauer trainieren. Beides kannst du mit dem Lippenexpander oder einem Bleistift trainieren. Kein Problem. Wir stellen unser Metronom auf 60 ein. Das heißt, wir haben natürlich wie die Sekunden in der Minute 60 Schläge in einer Minute. Dementsprechend haben wir natürlich einen Viervierteltakt, denn wir halten immer diese Übung für 8 Sekunden und machen im Anschluss 4 Sekunden Pause. Wir ziehen den Lippenexpander jetzt noch nicht nach außen, sondern wir greifen nur mit unserer Lippenmuskulatur dieses Mundstück von allen Seiten und halten fest. Ganz wichtig, wir denken jeden Moment, in dem wir diesen Lippenexpander, dieses Mundstück fixiert haben, immer wieder an das Nachspannen. Das heißt, jede Sekunde ist von dem Gedanken des Nachspannens geprägt. Unsere Kinnmuskulatur ist fest. Die Muskulatur hier oben greift. Und die Ansatzmaske ist bombenfest. Und dafür nehmen wir jetzt das Mundstück, das heißt, das stecken wir uns zwischen die Lippen, aber nicht hinter die Schneidezähne, sondern davor. Schalten unser Metronom auf 60 ein. Und los geht's. Achtung. 1, 2, 3, 4. Vier Sekunden Pause. 2, 3 und wieder 8. 4 Sekunden Pause. Und nochmal neu. 4 Sekunden Pause. Nochmal neu. Pause. 2, 3 und noch ein letztes Mal. Jawohl, das war unser erstes Set. Zum Training, damit du das auch wirklich intensivierst, machst du 3 Sets zu Beginn und steigerst es auf 4 Sets. Im nächsten Schritt haben wir natürlich die Funktionsweise unseres Lippenexpanders im Einsatz. Das heißt, wir halten mit unseren Lippen das Mundteil und ziehen etwas nach außen. Du siehst hier vorne hast du eine Skala, da kann man erkennen erstmal diese Striche und da sind auch die Zahlen 1, 2, 3, 4 drauf und im ersten Schritt ziehen wir bis zur 1. Das heißt, wir checken erstmal aus, wo steht denn die 1? Das ist ungefähr etwas mehr als 1 Zentimeter und dementsprechend haben wir natürlich dann auch etwas unser Training intensiviert und können da nochmal eins draufsetzen. Das heißt, rein vom Zeitaufwand würde ich dir empfehlen, erstmal 2 Wochen den Lippenexpander nur mit dem Mundstück, nur mit dem Mundteil zu trainieren. Das heißt, du ziehst noch nicht nach außen. Hast du deine Muskulatur trainiert und hast jetzt auch ein gutes Gefühl, dass das Kinn nach unten geht, dass die Muskulatur von allen Seiten greift, dann ziehst du für die nächsten 14 Tage 1 Zentimeter nach außen und kannst so dein Training natürlich intensivieren. Das machen wir jetzt auch. Wir stellen genau das gleiche wieder ein, das heißt Metronom auf 60 Schläge die Minute und halten genau wieder 8 Sekunden und 4 Sekunden Pause. Dann wieder 8 Sekunden, wie gerade eben schon einmal gemacht, 5 Mal insgesamt. Achtung. Und Pause. 2, 3 und nochmal. Pause. Und wieder. Und Pause. Pause. Viertes Mal.
und Pause. 2, 3, 4. Und auch das machst du am besten immer mit natürlich diesen 5 Wiederholungen. Dann machen wir ein bisschen Pause, ja, streichen unsere Muskulatur aus und können uns nach wenigen Sekunden, so 20 bis 30 Sekunden, an das zweite Set machen. Das ist natürlich genauso aufgebaut wie das erste und im Anschluss noch ein drittes Set. Und du wirst merken, wie deine Muskulatur nach Erholung lechzt. Deswegen immer die Lippenmuskulatur lockern oder ausstreichen, das ist ganz wichtig. Und nach 3 Sets auf jeden Fall keine Trompete mehr spielen. Die Muskulatur braucht jetzt Ruhezeit, um sich zu regenerieren. Wichtig, trainiere immer mit trockenen Lippen. Das heißt, dann hast du etwas mehr Grip mit deinen Lippen an dem Mundteil und dementsprechend fällt es natürlich leichter. Sind die Lippen nass, gleitet natürlich auch das Mundteil viel schneller zwischen deinen Lippen hindurch und der Lippenexpander ist wieder in seiner Ausgangsposition. Hier hinten haben wir eine Stellschraube. Wenn du die aufdrehst, kannst du letztendlich zum Beispiel die Feder austauschen etc. pp. Ich drehe das Teil immer so bis zur Hälfte rein. Das heißt, man hat hier so eine Kante, die man hier sehen kann, dementsprechend bis zur Hälfte in etwa reingedreht. Wenn du jetzt dein Training intensivieren möchtest, kannst du natürlich noch weiter reindrehen und dementsprechend ist es natürlich, wenn du ganz drinnen sein solltest, unglaublich schwer und das merkst du auch schon mit der Hand, wenn du hier ziehst, dass es natürlich sehr stark die Lippen beanspruchen wird. Das heißt, wir haben natürlich ein richtiges Training, aber letztendlich kommt es ja auch darauf an, dass wir unsere Lippenmuskulatur stärken. Das waren jetzt Trainingseinheiten der dynamischen Methode. Das heißt, dort haben wir immer wieder dieses Anspannen, Halten, Entspannen. Anspannen, halten, entspannen. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Am Ende von diesen 3 Sets, die ich immer mache, mache ich gerne immer die isometrische. Das heißt, da geht es um die Ausdauer. Das heißt, wir machen genau das Gleiche. Ich schalte ein Metronom auch wieder dazu ein und versuche den Lippenexpander in der Einstellung, wie ich ihn auch bei der dynamischen Methode hatte, so lange wie nur möglich zu halten. Und wir merken, irgendwann fängt die Muskulatur an zu zucken und irgendwann lässt sie auch nach, dass der Lippenexpander dementsprechend dann wieder in seine Ausgangsposition zurückschnellt. Und dementsprechend ist auch für den Tag das Training auf Lippenexpander, auf allen anderen Möglichkeiten und natürlich auf der Trompete erledigt. Jetzt brauchst du eine Pause. So, wir gehen jetzt einmal zu dieser sehr anstrengenden Einheit. Das heißt, wir haben unser Metronom natürlich eingeschaltet und schauen einmal, wie lange wir mit dem Lippenexpander das Ganze halten können. Also er zählt wieder vor und wir ziehen wieder bis zur Position 1 hinaus. 2, 3. Und ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, wie es gezittert hat und wie die Muskulatur nachlässt. Jawohl, und jetzt ist die Übereinheit für heute beendet. Also immer das Lippenexpander-Training nach dem Trompetespielen machen. Erst Trompete spielen, Warm-up, auch in verschiedenen Sets aufgebaut. Und wenn du fertig bist mit Trompete spielen, mach noch ein paar Muskelübungen, egal ob mit Bleistift oder mit Lippenexpander, mit Pi. Da gibt es so viele Trainingsgeräte. Mach's aber immer mit Sinn und Verstand und achte auf dein Körpergefühl. Denk immer dran, du musst deinen Körper trainieren, damit es auf dem Instrument natürlich auch dementsprechend klappt. Ausdauer, Klang, Kraft, Atmung, Lippenmuskulatur und so weiter und so fort. Es sind so viele Faktoren. Zunge natürlich auch und dementsprechend haben wir wirklich ein unglaublich gutes Fundament
gegossen, damit wir dementsprechend auf unserer Trompete, auf unserem Blechblasinstrument immer einen Schritt nach dem anderen vorwärts gehen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.